Nach einem mittelmäßigen dritten Teil der Gilde-Serie, der jahrelang in der Entwicklungshölle des Early Access festhing und dann erst nach einem Entwicklerwechsel fertiggestellt werden konnte, lag die Serie durch den jetzt plötzlich auch noch nicht mehr funktionsfähigen Multiplayer-Modus eigentlich ähnlich wie die urdeutsche Die Siedler-Serie am Boden. Allerdings möchte es THQ Nordic noch einmal wissen und setzt mit den S-Born Studios auf ein komplettes Remake des ersten Teils, um womöglich alle Fans zu versöhnen. Was ihr davon halten dürft und was bisher bekannt ist, habe ich euch daher in dieser Zocker Lounge News wie gewohnt kurz und kompakt zusammengefasst. But I've always wanted justice. Which path will you choose? Nun, da ich alt geworden bin, will ich euch meine Geschichte erzählen. Möge sie unterhaltsam sein, werter Freund, oder gar die Abenteuerlust in euch wecken, auf dass ihr euer Glück in der großen Stadt macht, so wie auch ich es einstmals tat. Die Gilde erschien erstmals 2002 unter den 4Head Studios und war als reine Wirtschaftssimulation im Grunde eine inoffizielle Fortsetzung von Die Fucker 2 aus dem Jahr 1996. Im Spiel durftet ihr in 5 deutschen Großstädten des 15. und 16. Jahrhunderts einen Handwerksbetrieb eurer Wahl gründen, also zum Beispiel als Schmied oder Tischler, alternativ aber auch als Dieb, Gardist oder sogar Prediger arbeiten. Im Kern ging es dann darum, über mehrere Generationen hinweg euren Betrieb immer weiter auszubauen und nach auf politischer Ebene in eurer ausgewählten Stadt immer mehr an Einfluss zu gewinnen. Die Gilde ist aus heutiger Sicht ein richtiger Klassiker geworden und ein Stück weit auch deutsche Videospielgeschichte, die man gespielt haben sollte und auch heute noch gut spielen kann. Dank Instant Gaming ist das auch überhaupt kein Problem, denn bei meinem Partner bekommt ihr den Klassiker für gerade mal einen symbolischen Euro und unterstützt mit einem Kauf dort gleichzeitig diesen kleinen Nischenkanal hier massiv. Schließlich war es Abend geworden, und so suchte ich eine Schenke auf, in der ich ein Zimmer für die Nacht nahm. Glücklich schlief ich ein und träumte davon, mein Glück zu machen, hier in der großen Stadt. Nach einem Add-on im Jahr 2003, welches weitere Berufe einführte, erschien mit Die Gilde 2 in 2006 die direkte Fortsetzung. Hier wurden dem Privatleben viel mehr Bedeutung eingeräumt, noch mehr Berufe ergänzt und natürlich ordentlich an der Grafik geschraubt. Allerdings war die Gilde 2 trotz zahlreicher Patches nie ganz bugfrei, was man aus heutiger Sicht sicherlich auch dem immer druckmachenden Publisher Joe Wood zu verdanken hat, ehe dieser dank Gothic Disaster dann verdient das Zeitliche segnete. Nach 2 Add-ons für den zweiten Teil und über Umwegen einer Browser-Version, die Gilde 1400 hieß, sowie einer wilden Version für den Nintendo DS, kündigte man schon im Jahr 2014 die Gilde 3 an. Die Gilde 3 erschien aber erst 3 Jahre später, also 2017, als Early Access Version und danach viel hin und her und einem Entwicklerwechsel hin zu Purple Lamp, final am 14. Juni 2022, also 8 Jahre nach der ursprünglichen Ankündigung. Die lange Entwicklungszeit sah man dem Endprodukt dann auch deutlich an. Denn neben veralteter Grafik, zusammengestrichener Features und chaotischer Menüführung gab es hier natürlich auch haufenweise Bugprobleme. Laut aktuellen Steam-Reviews scheint jetzt auch der Multiplayer-Modus nicht mehr zu funktionieren, ohne das genauer überprüft zu haben. Trotzdem hatte das Spiel seine Fans, weswegen ihr auch diesen Titel bei Instant Gaming der Vollständigkeit halber für 7 Euro mitnehmen könnt. The Guild 3 is a sandbox adventure. Whatever path you choose, there are many ways to transform your family into a legacy, your name to a legend. Aber Totgesagte leben bekanntlich länger, weswegen THQ Nordic jetzt die S-Born Studios an ein Reboot gesetzt hat, welche vorher mit The Last Train Home unter Beweis gestellt haben,
dass sie zum einen anspruchsvolle Strategiespiele können und zum anderen beim Mitwirken an Kingdom Come Deliverance 2 ordentlich Erfahrung in einem Mittelalter-Setting mitbringen. Wie im ersten Teil sollte in die Gilde Europa 1410 als junger Kerl in einer mittelalterlichen Stadt einen Betrieb gründen. So seid ihr dann zu Beginn des Spiels vor allem mit dem Management eurer eigenen Firma beschäftigt, für welche ihr Arbeiter einstellt, Waren auf dem Marktplatz verkauft und eure Werkstatt langsam ausbaut. Umso weiter ihr voranschreitet, umso mehr gewinnt ihr an Einfluss und könnt euch dann klassisch für politische Ämter bewerben. Ebenfalls klassisch spielt die Familienplanung wieder eine große Rolle, denn nur der einen Nachkommen vorweisen kann, kann nach dem eigenen Tod diesen übernehmen und weiterspielen. Im Kern geht es dann am Ende mit einem Hauch von Crusader Kings um Macht und Einfluss, Intrigen und politische Ränkespiele. Ob das dann Spaß macht, kann ich jetzt natürlich noch nicht beurteilen. Die Unreal Engine 5 scheint aber auf der Grafikseite schon jetzt einen richtig guten Job zu machen. Multiplayer-technisch soll das Ganze dann mit bis zu 12 Spielern möglich sein, in welchem ihr dann wetteifern dürft. Das klingt zumindest schon mal durchaus spannend. Die Gilde Europa 1410 soll dann irgendwann 2026, also 22 Jahre nach dem Original erscheinen und das zunächst exklusiv für den PC. Sobald mehr Infos vorliegen, werde ich euch gerne auf dem Laufenden halten und bis dahin könnt ihr euch mit dem Original für 1 Euro bei Instant Gaming problemlos die Zeit vertreiben und wie gesagt ein Stück deutsche Videospielgeschichte mitnehmen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Always wanted justice. Which path will you choose?